So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder für euch unterwegs. Geschichtlich gesehen befinden wir uns heute wieder zum Thema Zweiter Weltkrieg. Wir wollen uns heute eine Uferlagerung anschauen, und zwar des Rüstungskonzerns oder des Rüstungswerkes Vorwerk Mitte, und zwar die Uferlagerung Rotbutt. Und was wir heute alles im Einzelnen hier finden und was wir euch an Informationen dazu zeigen können, das seht ihr in diesem Video. Also bleibt dran. So, wir haben heute auch wieder richtig Verstärkung mit. Pascal, Christoph, Stefan, alle sind mit dabei. Jörg, Dennis, Mella natürlich auch mit dabei. Beate ist mit dabei. Heute haben wir richtig viel Manpower am Start. Und wir wollen uns jetzt die ersten Sachen jetzt hier mal anschauen. Wir befinden uns jetzt hier praktisch schon im Kessel des Ganzen und müssen jetzt erstmal die Zugänge zu den einzelnen Sohlen in dieser Anlage finden. Also wer sich jetzt bergbautechnisch nicht auskennt, Sohlen sind im Prinzip die einzelnen Etagen in einem Bergwerk, die man vorbereitet hat. Wir befinden uns hier in einem Schiefergebiet, das heißt, es ist hier halt alles Schiefer. Und deshalb müssen wir entsprechend aufpassen, wie wir hier laufen. Und wir werden jetzt hier einfach mal runtergehen und dann werde ich euch jetzt die ersten Sachen jetzt hier zu dieser Anlage dann erzählen. So, hier haben wir jetzt schon die ersten Mundlöcher. Also soweit ich weiß, soweit mir bekannt sind das insgesamt 5 Sohlen. Das Hauptthema, mit dem man sich hier beschäftigt hat, war das Testen der Triebwerke und das Produzieren der Triebwerke der Aggregat 4 Rakete, also V2 Rakete. Und das Ganze wurde natürlich unter der Vorherrschaft der SS entwickelt und produziert. Und ab 1943 hat man das hier, ab 1943 bis 45 Januar hat man hier wirklich aktiv Aggregat 4 Triebwerke produziert und getestet. Tief im Fels des Thüringer Schiefergebirges verbarg sich eine der geheimsten Produktionsstätten des Dritten Reiches. Hier, in der sogenannten Untertageverlagerung Rotbutt, wurden unter extremen Bedingungen flüssiger Sauerstoff und Stickstoff hergestellt. Elementare Bestandteile für den Antrieb der V2-Rakete, Hitlers Wunderwaffe. In den unterirdischen Hallen surrten Verdichter, kühlten Leitungen die Gase auf unter -180 Grad Celsius, während oberirdisch auf den Prüfständen Triebwerke testweise feuerten, mit ohrenbetäubender Gewalt. Es war eine perfekte, tödliche Maschinerie aus Wissenschaft, Technik und ideologischer Entschlossenheit. So, hier kommen wir jetzt zu der ersten betonierten Geschichte. Wir haben hier ein riesiges Becken, wo man mit Sicherheit Kühlwasser gespeichert hat für die Anlage, weil hier drin Triebwerke getestet und auch produziert wurden für die A4-Rakete, für die V2-Rakete. Und das wird halt einer dieser Speicherbecken gewesen sein für Kühlwasser, damit man diese Produktionsstätte einfach entsprechend runterkühlen konnte. Und das ist noch eins dieser erhaltenen Becken hier. So, wir werden jetzt einfach mal weitergehen, mal schauen, ob wir jetzt die Fundamente noch von dem Kühlturm finden. Und dann werden wir auch schon, ich glaube, zur D-Sohle vorgehen. Und dann könnt ihr das mal sehen, wie es nämlich dann von innen ausgesehen hat. Nochmal ein bisschen Hintergrundwissen von dem Ganzen. Wie gesagt, das ist ja der SS unterstellt gewesen, die ganzen, sage ich mal, Geheimprojekte. Und ab 1944, nach dem Attentat auf Hitler, hatte ja der SS-Obergruppenführer, also der zweite Mann nach Himmler in der SS, auch hier für das V-Waffen-Projekt oder für die V-Waffen-Projekte volle Befugnisse bekommen und war natürlich auch hier involviert. Und Vorwerk Mitte, wie gesagt, hat sich darauf spezialisiert,
ein Teil der V2, der A4-Rakete zu produzieren. In dem Fall halt die Triebwerke, die Aggregate und die Herstellung auch von dem Treibstoff. Weil auf der Sohle D die eigentliche U-Verlagerung, sage ich jetzt mal, später hat man das ganze Projekt oder den ganzen Bereich hier als U-Verlagerung deklariert, weil es ja immer mehr ausgebaut wurde. Aber auf Sohle D hat praktisch die Stickstoff- und Sauerstoffproduktion stattgefunden. Das war jetzt erstmal das Kernelement. Und dann hat man noch einen weiteren Stollen hinzugefügt, der praktisch in den Kessel geht, wo man auch mit einer Eisenbahn reinfahren konnte. Und da wurde aus Sicherheitsgründen der Treibstoff in 5 große Tanks gelagert oder sollte gelagert werden, damit das Ganze dann vor potenziellen Luftangriffen geschützt ist. Hier seht ihr jetzt auch noch weitere ehemalige Grubengebäude höchstwahrscheinlich. Hier sind nur noch die Fundamente. Aber der Kühlturm, weiß jetzt auch nicht, wo der jetzt wirklich dann gestanden hat, ne? Doch diese Effizienz hatte einen menschlichen Preis. Mehr als 1000 Häftlinge aus dem Konzentrationslager Buchenwald wurden in das Außenlager Laura gebracht, untergebracht in Baracken, geschunden von Arbeit, Hunger und Gewalt. Die SS unter dem Kommando von Obersturmführer Heinrich Jacobi führte mit eiserner Disziplin Aufsicht über die Arbeiten. Wer nicht mehr arbeiten konnte, wurde aussortiert. Wer sich widersetzte, bestraft. Wer einfach nur Pech hatte, starb. Die unterirdische Rüstung hatte ihren Preis und er wurde in Menschenleben gezahlt. Es ist ein bisschen schlecht jetzt nach der Zeit, das zu sehen. Normalerweise müsste man, wenn die Amerikaner sind ja unmittelbar danach 45 hier reingegangen und haben auch noch aktiv mit den Aggregaten getestet und so weiter. Und später sind ja dann noch die Russen gekommen, die das dann bis zuletzt, ich glaube 1948, hier noch weiter Sachen auch ausgebaut haben, auch Tests durchgeführt haben und dann auch massiv gesprengt haben. Das werdet ihr innen auch gleich noch sehen. So, wir haben jetzt das Objekt der Begierde gefunden. Hier in der Mitte sammelt sich halt Wasser. Ihr seht das hier durch diese Gräser. Und hier unten müssen wir noch praktisch rein. Also wir sind jetzt wirklich so spiralförmig jetzt nach unten in den Kessel gegangen und sind jetzt hier wirklich am Grund. Gegenüber sind auch noch ein paar Löcher. Da und da, an die kann ich mich jetzt persönlich auch nicht mehr erinnern. Und auf der anderen Seite auch. Also man hat hier wirklich jetzt, dann seht ihr halt dieses Sohlensystem, sage ich jetzt mal. Da oben sind Zugänge, eine Sohle, die nächste Sohle und so weiter. Das geht dann halt praktisch hier durch den kompletten Berg. So, wir steigen ein in die Dunkelheit. Oh. So Leute, zuerst machen wir hier eine kleine Gewässerüberquerung. Muss man das Gleichgewicht halten hier. So. So, dann können wir das Ganze sehen. Jetzt geht's rein hier. So, hier unten haben wir auch schon die ersten Indizien. Hier ist das Gleis für die Schmalspurbahn auch noch drin, die hier durch den Berg führte.
So, eine Engstelle hier. So, Dennis hat jetzt eben noch mal kurz den Hinweis hier geliefert. Da sind wir jetzt gerade nämlich den anderen Gang weitergegangen. Wir haben jetzt hier diese gigantischen Säulen, wo wir meinen, dass das jetzt unter dem Speicherbecken sein muss. Ist nicht? Nein, weil das Speicherbecken ist ja 100 Meter von hier entfernt. Ja. Das muss was anderes gewesen sein. Aber da ist die Frage, warum so massiv betoniert? Oben steht doch so ein Häuschen, wo eine dicke Rohre rauskommt, überirdisch. Und da siehst du auch noch Fundamente, die so weitergeleitet werden. Kann das sein, dass das ist? Aber das ist auf dem oberen Plateau. Das ist da, wo wir gestartet sind. Ja, genau. Das ist nicht, das ist auch nicht hier drüber. Stimmt. Dran gedacht habe ich eben auch. Für den Rohren da hinten. Ich kann jetzt mal eben kurz Pascal mal die Kamera geben vielleicht. Dann habt ihr mal einen direkten Vergleich, wenn ich jetzt da hochgehe. Damit ihr mal erkennt, von welchen Dimensionen wir hier sprechen. Sonst erkennt man das halt wieder nicht. So, jetzt müsste man das eigentlich ganz gut erkennen, wie gewaltig das jetzt hier an der Stelle ist. Und hier oben sind ja noch solche Rohre eingesetzt hier, ne? In dem Bereich. Aber die ganze Vierste hier oben, die ist ja komplett betoniert. Boah. Also ich weiß jetzt nicht, ob es einer vielleicht von euch weiß, wo man sich jetzt hier an der Stelle halt konkret befindet, der die Anlage mal befahren hat. Der könnte das vielleicht beantworten. Weil wir können es nicht genau lokalisieren. Auf jeden Fall scheint das Speicherbecken hier oben nicht drüber zu liegen. Aber ja, entweder war das Gestein so porös, dass man wirklich an der Stelle das sichern musste. Oder es hatte halt einen anderen Grund. Da sagst du, ging es jetzt nicht weiter? Hier ist alles verbunden, da kommst du nirgends durch. Okay. So Leute, hier ist doch der Zugang zur Montagehalle. Das erkenne ich doch noch. Hier ist nämlich dieses Seil. Und hier müssen wir hoch über das Versprengte hier, weil das haben ja wie gesagt die Russen damals gesprengt noch. Ne, das haben die Russen gesprengt hier. Also, Die Amis, die waren auch drin, direkt am Anfang. ja. Aber die Russen haben hier Sprengungen vorgenommen. Die waren bis zuletzt hier, bis 48 noch. Also, Ja. Jeder wollte was vom Kuchen abhaben. Also du musst jetzt hier hochklettern, Pascal. ja. Sei bitte vorsichtig. Über die Steine. Genau. Und jetzt komm her. Ja, das ist die einzige Stelle, die halt ein bisschen kriminell ist. Hier machen wir jetzt eben einmal in Ruhe und gucken. So, da sind wir wieder. Da hinten hoch. Jetzt könnt ihr schon erkennen, die Dimension hier. Jetzt sind wir in einer der großen Montagehallen. Ihr könnt jetzt hier sehen, die Metallbögen, die man hier reingezogen hat. Und was halt ganz interessant ist, das sieht man da hinten noch, hinter dem, ja, also an der Wand ganz rechts, aber wir gehen ja dann nochmal unten her, das sind die Torpedofangnetze. Die kennt man halt aus dem Marinebereich, die man jetzt zum Beispiel vor Hafenanlagen und sowas gesetzt hat. Das war ja halt, wie gesagt, der Name schon sagt, um Torpedos halt entsprechend abzufangen, wenn Schiffe in Hafen liegen, damit die da nicht torpediert werden konnten. Und hier hat man das einfach verwendet, damit von der Firste oder von der Seite kein Gestein auf das Personal fällt oder auf die wichtigen ja, Anlagen, Montageanlagen,
die man hier installiert hat. Und ja, das Ganze seht ihr ja hier, diese Pfeilersysteme, die hat man jetzt alle gesprengt. Das haben die Russen dann damals gemacht. Und ja, das ist halt schwierig, das jetzt nochmal ganz genau nachzuvollziehen. Aber das ist mit einer der Anlagen, wo man halt noch wirklich richtig viel in der Form sieht und auch den Ausbau halt. Ne? Das ist halt mal das Interessante, weil viele Uferlagerungen, die wurden ja, sage ich mal, ausgehöhlt, vorbereitet, aber es gab halt kaum Betrieb da drin, weil es dann einfach zu spät war. Aber das war halt wirklich eine Anlage, die ab 1943 hier fleißig am Produzieren gewesen ist. Ne? Und das ist halt wirklich sehr, sehr interessant. Ja, Jörg sagte gerade, geht hier durch. Jetzt seht ihr hier auch nochmal immer schön den Größenvergleich jetzt hier von der Anlage. Hier ist dieses Torpedofangnetz. Das ist schon krass. So ineinander geflochtene Ringe hier. Und hier sind diese Stahlträger, Stahlverstrebungen. Das war halt wie so eine richtige Halle, sage ich mal, in dem Berg, die jetzt von allen Seiten geschützt war, damit halt kein Gestein auf die Produktionsfläche fällt. Auch hier an der Seite seht ihr nochmal die massive Abmauerung von dem Ganzen. Hier unten betoniert der Sockel. Nach oben hin riesigen Pfeiler aus Ziegeln. Hier unten geht es jetzt in weitere Stollen. So, für alle Technikinteressierten versuchen wir hier auch mal ein bisschen näher an alles so ein bisschen ranzugehen. Hier dieser Pfeiler, der hier gesprengt wurde. Und dann ist das wahrscheinlich dann auch wie ein Kartenhaus zusammengefallen, das Ganze hier. Da oben liegt noch das Torpedofangnetz, was wahrscheinlich oben an der Firste befestigt gewesen ist. Auch hier, wo Mella steht, hier seht ihr auch noch mal. Eigentlich steht sie auf dem Rest von dem Pfeiler, der hier unten quer einmal auf dem Boden liegt. Das sind die ganzen Bruchstücke. Hier die Ableger der Konstruktion noch drauf. So. Auch hier seht ihr die massiven Moniereisen hier zwischen dem Beton. Also hier musste man aber ordentlich was reinpacken, um das zu sprengen. So, wie gesagt, ich werde aber diesmal versuchen, für euch mal ein bisschen länger auf diese Sachen mal drauf zu halten, weil ich diese Anlage, wie gesagt, sehr faszinierend finde. Ich habe gerade auch eben mit Stefan drüber gesprochen, der auch Metallbau gelernt hat. Und er sagte auch hier, diese Anlage, weil hier nichts geschweißt ist ja hier alles genietet. Hier könnt ihr das zum Beispiel erkennen. Das immer noch besser ist, als ja, wie wenn es jetzt geschweißt wäre. Und trotz dieser Sprengung halt, dass man sieht, dass viele Elemente ja gar nicht wirklich weggeknackt sind. Aber das Grundkonstrukt, das kann man ja erkennen, dass das hier wie so eine Art Halle reingezogen wurde. Das ist schon wirklich sehr erstaunlich. Ja, aber wie gesagt, trotz alledem, diese Begeisterung, die man halt an den Tag legt, das hat natürlich immer was damit zu tun, dass man diese Relikte findet. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, ne? Zwangsarbeit ist hier das große Thema gewesen, um überhaupt diese Produktion zu verwirklichen und auch diesen Ausbau dieser Hallen und Verbindungsstollen voranzutreiben. So, hier kommen wir wieder an einen Bereich,
der hier ein bisschen abgesichert wurde. Da ging es noch zum Verbindungsstollen. Hier hatte man ja, den Bereich jetzt ein bisschen abgesperrt. Man kann das hier erkennen. Da hat man wahrscheinlich solche Träger eingesetzt, damit man hier nicht runterfällt. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, das könnt ihr hier schon erkennen. Hier ging überall Verbindungsrohre und so weiter. Und für die Beleuchtung die Kabel und so weiter rüber. Und hier in der Mitte seht ihr jetzt auch nochmal ganz massiven Ziegelausbau. Das sieht auch gewaltig aus. Fledermaus. Also diese unterschiedliche Ausarbeitung hier, die man in dem Berg vorgenommen hat. Viel betoniert, aber auch Ziegel. Wahnsinn. Boah. So, guck mal, jetzt könnt ihr hier auch nochmal den Ausbau erkennen. Hier sammelt sich auch Wasser. Schaut mal, was hier alles verbaut wurde. Das sieht man auch, das Ganze abgeflext wurde zum Teil. Hier sind auch noch richtige Hallen jetzt. Ich kann mich jetzt halt nicht mehr an alles erinnern, was wir damals begangen sind. Das ist jetzt hier so ein bisschen unbekannt jetzt gerade für mich. Boah. Schaut mal hier, was für Träger hier drin sind. Schau mal, da hinten sind die anderen. Aber auch wie massiv das trotzdem auch gemauert ist. Ne? Hier ringsrum alles, um das hier nochmal abzustützen. Weil ihr könnt ja sehen, wie der Schiefer hier oben geschichtet ist. Und hier geht es weiter. Auch hier, ja, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Da bin ich ehrlich, Leute, deshalb ist das gut. Auch hier nochmal. Jetzt könnt ihr euch das hier vorstellen, wie diese Uferlagerung halt schon gearbeitet hat. Was man hier in den Berg reingezogen hat, die Räumlichkeiten. Und dann habt ihr eine ungefähre Vorstellung davon. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Feuchtigkeit und Schiefer ist nicht so doll. Ja, hier hat einer WC dran gekritzelt. Das kann durchaus sogar sein, dass das WC-Anlagen gewesen sind. Aber die sind auch alle zu. So, hier sieht man jetzt einen weiteren Teil, eine weitere Produktionshalle hier. Und da haben wir zum Beispiel noch teilweise Bögen, die oben drin sind. Und da seht ihr auch noch mal, schaut mal da oben, die Belüftungsrohre. Ich bewege mich hier auf einer massiven Betonplatte. Boah. Guckt mal hier. Krass. Hier ist das noch ein bisschen extremer hier. So. So. Und da
könnt ihr nämlich das erkennen. Da oben sind nämlich diese Rundbögen noch drauf. Das ist hier auch richtig krass. Ich muss nur erstmal hier irgendwie durchkommen. Schaut mal, auch hier die Kabel noch. Hier unten. Das ist auch krass. Hier sind noch die Originalkabel. Liegen hier auch noch dazwischen. Boah. Daran kann ich mich auch nicht mehr so erinnern. Ich muss auch noch mal gucken, oder wir werden es ja jetzt im Verlauf des Videos sehen, wie viele Produktionshallen hier wirklich gewesen sind. Schaut mal, hier oben sind nämlich die Bögen noch teilweise installiert, also noch fest verankert an der Vierste. Wow. Das ist sehr beeindruckend hier an der Stelle wieder. So, ich muss auch mal für euch immer mal ein bisschen stehen bleiben. Ich muss auch auf den Boden gucken. Das ist ja hier wie ein Minenfeld. Wow. Oh, guck mal, Pascal, hier oben siehst du nämlich noch, wie die Bögen befestigt gewesen sind. Wenn wir jetzt einmal komplett hier durchgehen. Genau, ne? Das ist so wirklich der Urzustand. Hier, dieses Element hier, da kann man es jetzt mal ganz gut erkennen. Ne? Und so gingen alle weiteren Elemente durch. Das war wie so ein Käfig hier. Wie so ein großer Vogelkäfig, kann man sich das vorstellen. Wahnsinn. Ja. Guck mal, was ist das denn für eine riesige Platte hier? Habe ich auch noch nicht gesehen. Boah, was ist das denn, ey? Stell dich mal daneben, dann sieht man mal den Größenvergleich. Guck mal, Leute, was kann das ja wohl gewesen sein? Das ist wahrscheinlich richtig schwer, oder? Oh, es geht aber doch, naja, doch, das ist schon... Jetzt anders packen, dann kannst du... Ja. Krass. Keine Ahnung, für was das gewesen ist. So, das ist nämlich hier ein bisschen verwirrend, weil wir vermuten mal, dass diese Anlage so konstruiert ist, um die Hallen drumherum, dass man ja von allen Seiten praktisch in diese Montagehallen kommt. Deshalb täuscht das manchmal und man denkt, man ist wieder in einer neuen Halle. Aber schaut mal hier, hier sind wir jetzt in einem komplett neuen Bereich. Hier sind noch die Schienen verlegt für die Schmalspurbahn. Und die gehen natürlich wunderschön zu den Produktionsanlagen. So, und hier ist, genau, richtig. Das meine ich. Genau, das meine ich. Das sind die Becken hier, Christoph. Aber die sind auch sehr unterspült, ne? Ja. Und hier hast du ja auch so einen Flansch, sage ich mal, für so ein Wasserrohr. Ich weiß nicht, was die hier in dem Bereich gemacht haben. Weil das sind ja offensichtlich hier Becken. Das hast du ja in dem anderen nicht, ne? Nee. Warst du denn da nämlich hier auch gewesen, damals? Ja. Ja? Aber das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Jetzt hatte ich mich wieder daran erinnert. Aber ich hätte jetzt auch echt mehr an einem noch mehr ausgebetonierten Becken. Mhm. Ja gut, das ist ja hier ein größeres, ne? Wenn das der ganze Quatsch hier in der Mitte weg wäre. So, ich hatte jetzt gerade eben noch mal mit Christoph gesprochen. Das hier ist die D-Sohle. Also diesen ganzen Bereich mit diesen Montagehallen, die wir jetzt gerade schon gesehen haben, das ist wirklich der eigentliche Kern der U-Verlagerung. Hier hat, wie gesagt, auch die Stickstoff- und Sauerstoffproduktion wurde hier durchgeführt. Das war, sage ich mal, das Kernelement von dem Ganzen. Und alles, was da noch dazu kam mit den Aggregat-Testständen und so weiter, ist ein Stück weit später passiert. Aber auch unmittelbar. Also so groß waren die Zeitabstände jetzt nicht. So, man sieht jetzt hier nochmal mit den anderen die
die Dimension von dem Ganzen, wo man hier steht. Und jetzt ist halt die Frage im Einzelnen, wie die Produktion jetzt für Sauerstoff und Stickstoff halt abgelaufen sind. Die kann ich jetzt so im Einzelnen jetzt nicht detailliert beschreiben. Aber das waren neben den Ethylalkohol heißt das, glaube die Mittel, die man brauchte, um überhaupt in der Lage zu sein, diese Triebwerke zu starten. So, wir haben jetzt den Bruch verlassen und müssen jetzt zu dem Zugang der F-Sohle. Der ist deutlich weiter entfernt, weil man hätte auch von der Anlage, wie gesagt, reinkommen können. Aber das wäre halt einfach zu kriminell gewesen. Das wäre eine Abseil-Action. Das muss man ganz professionell angehen. Sonst ist da absolute Absturzgefahr. Und das ist einfach jetzt nochmal abschließend für euch, für die Geschichte, damit ihr das dann alles in dem Zusammenhang einmal gesehen habt. Ja, wobei alles ist auch vielleicht ein bisschen zu krass gesagt. Man kann hier, glaube ich, nicht alles zeigen, weil da wäre das Video auch zu lang und es gibt halt viele Sachen, die auch einfach noch nicht so wirklich entdeckt sind, wo man auch nicht so einfach rankommt. So, jetzt befinden wir uns schon in dem Stollen und der hat natürlich eine komplett andere Verfärbung hier oder eine andere Färbung. Sieht schon fast so aus, als ob das Gestein hier sehr, sehr eisenhaltig ist. Ja, sind schon gut weit. So Leute, wir sind jetzt hier an einer Engpassage. Hier geht es richtig weit nach unten. Hier kann man noch stehen. Und da vorne ist Jörg. Wir müssen jetzt hier wirklich auf allen Vieren hier durch. Oder am Endengang. Ich überlege noch schwer, ob ich das jetzt mache. Weil es ist schon wirklich hart. Es ist wirklich sehr, sehr gruselig jetzt hier, die Passage. Jörg geht auf allen Vieren davon. Boah, heftig. So Leute, ich habe es geschafft. Mit Jörg und Dennis sind wir hier hoch. Da ist Licht. Ach, guck mal, Stefan hat es auch noch geschafft. Junge. Jetzt sind wir in der F-Sohle. Alter Schwede. Das war krass. Ich habe es mir fast nicht getraut. Das war schon tricky. Ja. Ohne die hätte ich es nicht gemacht. So, jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ja, ist auf jeden Fall ein paar aktuellere Sachen mit drin. Ne? Die Schläuche hier unten. Genau. Das ist schön. Ja,
Wir haben die Laterne gefunden. Aber das ist so ein bisschen das Aushängeschild, sage ich mal, jetzt von der Sohle hier. Die rote Laterne. Und ja, hier sieht man noch ein bisschen neuartige Technik. Ach du Scheiße, jo, das ist die Haspel, ne? Jo. Ja. Ja. Die wir gar nicht. G-Sohle. Genau, die wir gar nicht betreten können. Ja, die ist ja auch bezeichnet gewesen, die G-Sohle. Boah. Herrlich. Und hier oben ist die ominöse rote Laterne. Hängt immer noch nach all den Jahren. Ja gut, das kann man so richtig rein, ne? Ja, wird schwierig, ne? Nicht zerstört. So, wir sind jetzt immer noch in der F-Sohle. Und es ist einfach Wahnsinn. Hier ist noch so viele verschiedene Strecken. Hier kann man sich auch noch irgendwo vorbeischieben. Da war komischerweise ein U markiert. Vielleicht steht das für die U-Verlagerung, dass man hier auch noch mal irgendwo hinkommt. Aber ich bin jetzt mit Stefan auch schon jetzt wieder eine Strecke weit reingegangen. Und jetzt müssen wir erstmal zurück, weil das ist wirklich eine Geschichte für sich nochmal hier. Das ist wirklich Wahnsinn. So, das ist jetzt hier die Stelle nochmal mit der kleinen Staueinheit. Aber vermutlich ging es hier mal durch. Das ergibt das hier wenig Sinn. Hier unten? Ach, tatsächlich. Ha, 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 ha. Aber das sieht mir auch irgendwie zugeschüttet aus. Guck mal, die Mauer geht weiter. Oder ist rausgesprungen, so wie was im Bauch macht. Ja. Lasst ja auch unendlich Druck drauf. Ja, Stefan hat hier nochmal ein schönes Relikt gefunden. Gesperrt. Hör auf Toilette. Das Toilettenschild, genau. Ja, cool. So, wir machen uns jetzt raus hier. Wir haben schon mehr als genug Zeit hier drin verbracht jetzt. Ich bin gleich froh, wenn ich draußen bin, ey. Ja. Im Januar 1945 endeten die Testläufe, die Produktion wurde eingestellt, die Front rückte näher. Im April erreichten amerikanische Truppen die Region. Sie fanden eine weitgehend intakte Anlage vor, in der noch kurz zuvor an Hitlers Prestigeprojekten gearbeitet worden war. Was folgte, war die systematische Sicherung und Auswertung durch amerikanische Experten, bis dann sowjetische Truppen übernahmen. 1948 schließlich wurde die Anlage gesprengt, der Berg versiegelt. Ein düsteres Kapitel, das tief unter der Erde verschwand. So, wir sind jetzt zurück. Wir sitzen schon wieder im Auto. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen, euch diese Anlage nochmal zu zeigen, was ja, halt richtig spektakulär war, auch jetzt für uns nochmal, auch nach dem dritten Besuch jetzt und was wir jetzt zusätzlich auch noch erkundet haben, weil diese Anlage, wie gesagt, ja, ziemlich weitläufig auch ist und man wahrscheinlich auch immer noch nicht alles gesehen hat, aber wir glauben, es hat für euch jetzt nochmal einen guten Eindruck gemacht, zu zeigen, was da letztendlich alles gemacht wurde und die Zwangsarbeit, die dafür auch nötig gewesen ist, um dieses Projekt aus dem Boden zu stampfen.
Ja, schreibt uns gerne was dazu in die Kommentare, ob ihr selbst schon mal vor Ort gewesen seid oder ähnliche Anlagen vielleicht besucht habt. Und ja, lasst uns ein Abo da, ist vollkommen kostenlos. Und wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.